Hallo ihr Lieben, ihr hört, es ist ein bisschen laut, weil dieser Porsche GT3 RS, der ganz zufällig hier hinter mir steht, ja, läuft. Nein, er steht natürlich nicht ganz zufällig hinter mir, sondern ich bin heute mit dem Wagen hier auf dem Großglocknerpass. Und ich habe den Porsche GT3 RS bekommen von SSR Performance. So ein paar Kleinigkeiten wurden daran noch optimiert. Ich meine, GT3 RS ist schon fast perfekt genug, aber SSR Performance hat ihn noch ein bisschen perfekter gemacht. Und das werde ich jetzt hier am Abend auf dem Großglocknerpass in der Hoffnung, dass jetzt der Verkehr immer weniger wird hier, testen. Let's go. Dann schalte ich den doch noch mal kurz ab für einen besseren Ton. Der ist ja doch echt brutal laut. Vielleicht wisst ihr es, ich habe noch eine emotionale Bindung zum 991.1 GT3 Modell, den ich ja selber gefahren bin. Das ist halt jetzt hier die RS-Variante. 500 PS, 4 Liter, 6-Zylinder Boxermotor, also ordentlich was unter der Haube. Und der klingt wirklich richtig mega geil. Das werde ich euch natürlich jetzt gleich noch zeigen. SSR Performance hat den Wagen noch leicht modifiziert, beziehungsweise würde ich schon fast sagen perfektioniert. Also erstmal das Optische, was wir hier sehen, überall Acid Green Akzente, also die Bremssättel sogar, hier an der Seite die Folierung. Der Wagen hat das Clubsportpaket, das ist dann hier einmal noch mit einem Käfig hinten drin. Dann hat er die Sportsitze, diese 918 Spider-Sitze, also die gleichen Sitze, die auch im 918 Spider sind. Den Käfig hat er sogar in Acid Green lackiert. Das war wohl mega der Aufwand, weil hier alles ausgebaut werden musste. Ja, Acid Green Nähte, also überall findet man diese Farbe wieder. Carbon-Sitze, muss ich sagen, sind jetzt nicht meine Favoriten, auch wenn sie in der Sportlichkeit oder vom Halt her im Sitzen sehr, sehr sportlich sind und einen sehr guten Seitenhalt haben. Problem ist einfach, die sind für mich meiner Meinung nach super unergonomisch, weil man hat keine Lendenwirbelstütze. Man sitzt sehr, sehr gerade, was ja eigentlich gut ist, aber meiner Meinung nach in den Schalen sitzen schon fast zu gerade. Also nach 2 Stunden Fahrt habe ich hier echt kurzzeitig mal Rückenschmerzen bekommen. Aber dafür sehen sie verdammt geil aus, auch überall mit diesem Carbon hier. Also das ist schon ein verdammt geiles Teil. Ja, ich habe jetzt extra gewartet. Wir haben heute nämlich noch eine TV-Produktion gehabt mit dem Auto. Da kommt bald demnächst mehr, also seid gespannt. Die ist jetzt beendet, wir haben es jetzt 17 Uhr und der Pass war heute voll wie noch nie. Ich habe den noch nie so voll erlebt. Irgendwie, weiß ich nicht, irgendwo die ganzen Urlauber heute. Zum Abend hin ist der Pass relativ leer, deswegen hoffe ich mal, dass ich jetzt noch die Möglichkeit habe, hier und da mal so ein paar Spitzkernen noch schön sportlich mitnehmen zu können. So, dann schmeißen wir den Wagen jetzt erstmal an. Den Wagen habe ich heute übrigens für den ganzen Tag bekommen, hier auf dem Großglocknerpass. Morgen früh bringe ich den dann wieder zurück zu SSR Performance. Na, dann schalten wir mal direkt PDK Sport. Der Wagen ist ja noch warm. Ich habe ihn ja gerade schon ordentlich getreten hier. Dann lassen wir noch ein bisschen Vorsprung nach vorn und ja, was soll ich sagen? Gas! Boah, der klingt so geil. Ich habe die Kamera auf der falschen Seite. Der geile Ausblick ist leider in die Richtung. Absoluter Hammer. Ja, ich fahre mittlerweile beim GT3 oder auch GT3 RS immer mit der Automatik und das PDK ist dann auf Sport gestellt, weil es ist tatsächlich so, das Auto schaltet immer sportlicher als man selbst. Und weiß ganz genau, wann es am besten schalten soll. Boah, dieser Sound, ey, warum ist der so geil? Warum? Bereue ich es, dass wir unseren abgegeben haben? Ja. Bei dem Großglockner hier, man zahlt natürlich viel Geld für so eine Passstraße. 38 € kostet hier der Tag, aber du kannst ja nicht nur einmal drüber fahren den Tag, sondern du kannst ja hier den ganzen Tag drauf verbringen. Ja, und wenn man dann Glück hat und es nicht so viel Verkehr ist, dann kann man hier hinher, richtig schön Gas geben. Natürlich immer vorsichtig.
dass man niemanden gefährdet. Hier sind viele Fahrradfahrer, viele freilaufende Tiere, andere Autofahrer. Das immer berücksichtigen, aber trotzdem kann man jede Menge Spaß hier haben. Jetzt fängt es hier an zu regnen. Ja, der hat die Pilot Cup Sport 2 Reifen drauf. Das sind Semi-Slicks. Ich glaube, ihr Profis, ihr wisst alle, was Semi-Slicks bedeutet. Für die, die es nicht wissen, sind Rennreifen für die Straße. Das heißt, die haben unglaublich viel Grip, wenn es trocken ist und die Reifen auch auf Temperatur sind. Da die halt so gut wie kein Profil haben, serienmäßig schon, und eine sehr weiche Mischung haben, damit die halt richtig guten Grip haben, sind die dafür aber, wenn es regnet und wenn es rutschig ist und nass ist oder auch kalt, nicht so empfehlenswert. Für jemanden, der nicht gerade Rennstrecke mit so einem Auto fährt, tun es die ganz normalen Reifen auch. Also selbst wenn er jetzt nicht die Semi-Slicks drauf hätte, würde er sich hier auch noch unglaublich geil bewegen lassen. Nur für die Leute, die sich natürlich so einen GT3 RS für die Rennstrecke holen, da machen Semi-Slicks wesentlich mehr Sinn. Im Alltag schränkt man sich natürlich durch die Semi-Slicks dann ein bisschen ein, weil so wie jetzt ist es hier leicht feucht. Jetzt muss ich hier wirklich aufpassen, wenn es dann richtig regnet. Dann sollte man mit so einem Wagen überhaupt nicht mehr ansatzweise schnell fahren, weil dann kommt man sehr, sehr schnell ins Schlingern. Es ist einfach nur ein geiles Auto. Mehr kann ich dazu nicht sagen, auch nach wie vor. Und ja, natürlich, es gibt schnellere Autos. Ja, natürlich, es gibt Autos, die durch eine Turbounterstützung wesentlich schneller vorwärts schießen. Aber das Gefühl von so einem Saugmotor ist einfach nochmal was viel Emotionaleres, finde ich. Weil man einfach spürt, wie der Motor die Leistung so richtig aufbaut. Naja, okay, jetzt gerade nicht, weil ich halt jemanden vor mir habe. Vorführeffekt. Ich nutze diese kurze Pause, bis die Straßen wieder einigermaßen trocken sind, weil es hat aufgehört zu regnen. Yay! Nutze ich jetzt, um hier nochmal anzuhalten an einem meiner Lieblingsplätze hier am Großglockner, weil... Brauche ich noch was dazu sagen? Ist das nicht geil? Welches Auto passt besser auf so einen Bergpass als ein Porsche GT3 RS, der förmlich gebaut ist für solche Straßen? Einfach nur wunderschön, pure Kunst, dieses Fahrzeug. Toll, ich wollte eine Fahrreview machen und jetzt sieht das aus, als ob Gott höchstpersönlich hier durch die Wolken kommt. Und wie schön ist das bitte? Also vielleicht mache ich jetzt auch einen kurzen Travel-Vlog, ja? Vergesst mal die Karre, nein, Spaß, aber guckt euch das mal bitte an. Wie schön das hier ist. Also Leute, ich kann heute hier, ich komme heute von diesem Pass nicht mehr weg. Also gerade jetzt ist hier so wenig los, das ist so wunderschön. Und ja, ich mache jetzt hier kurz noch meine 500.000 Bilder für Instagram und Co. Guckt euch das an. Und ja, jetzt bin ich wieder auf dem Rückweg zur SSR Performance, weil gestern das Wetter ja leider nicht so mitgespielt hat, konnte ich dann da nicht mehr so viel machen. Aber nicht so schlimm, dafür gibt es heute jetzt ein bisschen hier Autobahnfahrt. Ja, und ich dachte mir, nach dieser Autobahnfahrt zeige ich euch auch noch mal so ein bisschen SSR Performance, damit ihr überhaupt mal seht, was das überhaupt ist. Weil ich kann euch jetzt schon versprechen, es lohnt sich, das mal zu sehen. Das Gute am GT3 RS ist, dass der Heckflügel schon wieder so hoch ist, dass ich auch im Rückspiegel wieder was sehen kann. Beim GT3 war der halt ein bisschen tiefer und versperrte genau die Sicht nach draußen. Und hier kann ich unterm Flügel durchgucken.
Hallöchen! Und hier ist der Showroom, wo auch ein paar sehr interessante Fahrzeuge natürlich drinstehen. Also das ist nur der Eingangsbereich. Das Ganze hier zieht sich über 7 Etagen. 6? Sorry, 6. Finde ich ja auch schon mal mega geil, ne? Nordschleife aus echtem Moos. Zum Berühren. Ihr habt ja unten, ne? Ja. Auf wie viele Etagen eine Tiefgarage? 2. Stickstoffeinlagerung. Stickstoffeinlagerung, das heißt, erklär mal. Ja, da könnt ihr Oldtimer oder Supersportwagen reinstellen, um sie schützen zu lassen vor Diebstahl, Korrosionsschutz, Brandschutz. Weil du in diesem Raum keine Luft bekommst. Genau. Da ist kein Sauerstoff drin. Da solltet ihr nicht zu lange drin. Kein Mensch kommt da rein. Das wird alles per Roboter gesteuert. Und ich muss kurz mal eure Küche zeigen. Ja. Voll Carbon-Küche. Diese Küche ist tatsächlich aus Vollcarbon. Guckt euch das bitte an. Und ihr habt einen echten Heckflügel hier vom GT3 Cup. Ja. GT3R. So, jetzt gehen wir die Treppe hier hoch. Oh mein Gott, ist das ein schöner Platz hier. Und ihr habt hier einen Rennsimulator stehen. Du weißt, wo du mich die nächsten paar Stunden finden wirst. Ja, genau da. Die Heiligenhalle. Oh mein Gott, was ist das bitte für ein Anblick? Porsche, 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 Porsche. Wir sind keine Porsche-Werkstatt. Ja, aber ihr habt schon sehr viele Porsche hier, ne? Erklär mal ganz kurz, was ihr eigentlich hier macht, weil das Wort Tuning darf man hier nicht benutzen. Ihr seid kein Tuner, sondern... Nee, wir veredeln die Fahrzeuge und machen sie mit der Performance besser, Leistungssteigerung oder Optik, was ihr alles wünscht. Ja, da springt mir direkt eins ins Auge hier. Ja, mega krass. GT2 RS, 918 Spider, da hinten steht noch ein GT2 RS, dahinter noch ein GT3, glaube ich. GT3 RS, alles, ja. Ich bin, glaube ich, im Himmel angekommen. Hier ist der Prüfstand. Oh mein Gott! Das ist ein Prüfstand? Ja. Was ist das bitte für ein geiler Raum? Also ich muss noch dazu sagen, das ist die sauberste, schönste und größte Werkstatt, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Guck mal, wer da ist. Guck mal, der will sich jetzt direkt verstecken hier. Bewundere gerade, du weißt, was ich bewundere, ne? Ein GT2. Unter anderem. Ja, das ist der Stefan übrigens hier von SSR Performance und den GT3 habe ich der Heide zurückgebracht. Danke. Nochmal vielen, vielen Dank dafür. Gerne, sehr gerne. Wenn du möchtest, dann könntest du mit dem 918 nochmal einen kleinen Test machen. Meint er das gerade ernst? Ja, meinte. Du darfst. Das ist dein Glückstag. Vielleicht. Also wir sprechen jetzt über diesen Porsche 918 Spider. Genau. Der ungefähr mittlerweile einen Marktwert von über 1 Million Euro hat, limitiert auf 918 Stück weltweit. Also ich würde nicht Nein sagen, aber dann nehme ich die Sarah mit. Weil ich brauche jemanden, der, hallo, wenn ich schon mal so ein Auto habe, dann brauche ich jemanden, der jetzt auch gefühlt 1000 Bilder von mir schießt. Schaffe ich. Okay, liebe Leute, ja, ich würde sagen, das bedarf eines extra Videos. Schaut gerne mal bei SSR Performance vorbei, wenn euch noch mehr interessiert, was hier so los ist. Wenn ihr sehen wollt, wie ich diesen 918 Spider fahre, dann abonniert jetzt meinen Kanal, damit ihr das Video auch unbedingt zu sehen bekommt. Und bis zum nächsten Video. Ciao.